Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deinem August-Taroskop. August 2026. Schauen wir uns hier an, was der August zu bieten hat, wie du ihn erleben wirst, erleben kannst. Was wird energetisch, praktisch, zwischenmenschlich wichtig? Was ist zu beachten? Was solltest du eventuell ganz außer Acht lassen? Sie sagen, möge es einen Tag im August geben, in dem du dich voll und ganz akzeptieren und annehmen kannst. Die Zeit spielt bei dir eine wichtige Rolle. Du beschäftigst dich sehr mit der Zeit. Sie sagen, wir werden später mehr darauf eingehen, näher darauf eingehen. Eine Sternenexplosion, die das Quantenfeld drastisch verändert. Deine Gedanken, lieber Wassermann, deine Gedanken spielen eine wichtige Rolle. Deine Gedanken dürfen sich dorthin gehend, in eine ganz bestimmte Richtung gehend verändern. Sie sagen, der Frieden sei mit dir. Wow, es wird philosophisch, glaube ich, eventuell herausfordernd. Schauen wir uns mal an, was... Wow, Sie sagen, dein Unterbewusstsein spielt ebenso eine sehr, sehr große Rolle. Es ist, als würdest du versuchen, wirklich aktiv das Unterbewusstsein zu knacken, beziehungsweise das Rätsel deines Unterbewusstseins. Viele Menschen interagieren mit dir, wollen mit dir interagieren. Viele Menschen spielen eine Rolle im August. Der August lässt dich sehr kreativ sein. Der August lässt dich zwischen den Zeiten und den Welten wandeln. Jede Zeitqualität hat ihre ganz eigene Welt. Du wirst an einem Ort sehr inspiriert, sehr kreativ sein. An einem anderen Ort, an den du hinwandelst, hingehst, hinfährst. Hingegen wirst du bemerken, dass du dort nicht so wirklich im Flow bist. Du versuchst zu analysieren, etwas Neues darf gestartet werden. Es ist ein Raum der absoluten Leere. Doch dir mit deinem feinen Abenteuergeist macht diese Leere keine Angst. Im Gegenteil. Du trittst in diesen Raum hinein und lässt auf dich wirken. Was du dort entdeckst, lieber Wassermann, ist von Erfolg gekrönt. Es ist die kreativste, wahrhaftigste Version deiner selbst. Du wirst mit dem, was du dort erfindest, dir zu Nutzen machst, ein Licht für viele deiner Mitmenschen sein. Und die Zeit, du kommst auf die
für dich passende Definition der Zeit. Schauen wir uns dein Hauptthema an, welches dich begleiten darf im August. Ja, du hast alle Tools, deine magische Werkstatt. Du erkennst sie aus einem anderen Blickwinkel. Du erkennst aus diesem anderen Blickwinkel andere magische Werkzeuge, die dir innewohnen, die du vielleicht bisher so noch gar nicht in Erwägung gezogen hast, die du bisher vielleicht noch gar nicht wahrgenommen hast. Man könnte sagen, du nimmst dein Leben jetzt aktiv in die Hand. Nicht, dass du es bisher nicht getan hättest. Es darf anders werden. Es darf selbstbestimmter werden. Es darf in eine bestimmte Richtung gehen. Fokus und vor allem, lieber Wassermann, du bemerkst ebenso, wo du dir selbst etwas vormachst, was gehen darf. Du zeigst im Außen eine Version deiner selbst, die manches Mal nicht so ganz deinem Inneren entspricht. Du wirst dir Gedanken darüber machen, warum eigentlich. Ausschlaggebende Buchstaben ist C wie Cäsar und I wie Inge. CI, Initialien, eventuell für einen Namen, für einen Ort. Ebenso möglich, dass du mit einer Jungfrau verbunden bist. Diese Jungfrau, du solltest genau hinschauen, wer wen führt, Schrägstrich, manipuliert. Du die Jungfrau oder die Jungfrau dich. Der August ist für dich ein Wonnemonat, denn du hast viel zu tun. Du hast viel zu denken. Doch er ist ein Wonnemonat, weil du den August abschließend sagen kannst, es ist alles gut so, wie es ist. Und das möchten doch alle, lieber Wassermann, nicht? Du hast das Glück, es sagen zu können. Beginnen wir mit dem Tarot. Der Wassermann im August. Du weißt, du hast eine wissende Sicherheit in dir. Doch was weißt du? Was kannst du mit Sicherheit wissen? Definiere es ist wichtig. Der August zeigt dir ebenso, wie sehr du deiner Intuition vertrauen kannst. Der August für viele ein Monat, an dem ihr aktiv mit Tieren kommuniziert, euch dort in dieses Thema der Tierkommunikation wirklich hineinkniet. Es ist einfach nur genial, denn etwas, was euch schon immer inne gewohnt hat, darf jetzt nach außen treten. Ha! Sie sagen, ebenso wirst du mit dem, was du der Welt kundtun wirst. Der Welt, damit ist gemeint wirklich die Öffentlichkeit, die große Öffentlichkeit im Zwischenmenschlichen. Aha, sie sagen, es war noch nie deine Stärke, irgendetwas durch die Blume zu sagen, nicht?
Sie sagen lieber, hast du des Öfteren den ganzen Blumenstrauß durch den Mund gezogen bei deinem Gegenüber. Doch das macht dich aus. Deine Inspirationsquelle. Es hört nicht auf. Und du hast mehrere heiße Eisen im Feuer. Bedeutet mehrere Projekte. Ein Projekt davon wirst du erstmal auf übermorgen verschieben. 2 Projekte brauchen jetzt deinen Fokus. Wenn du ihnen Fokus schenkst, werden sie bis Ende des Jahres fertig sein. Das Einzige, was dich davon abhält, diese bis Ende des Jahres fertig zu bringen, sind falsche Glaubenssätze oder ein falscher Glaubenssatz, der nicht der deine ist und der dich wirklich nur aufhält. Es hat etwas mit routinierter Disziplin zu tun in Angelegenheiten, die dich eigentlich total langweilen, doch die du wirklich ganz diszipliniert, routiniert, täglich absolvierst. So nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Doch diese Projekte sind ein Vergnügen und vielleicht solltest du bis Ende des Jahres das Vergnügen an erster Stelle setzen, denn wie gesagt, es holt etwas bei dir raus, es setzt eine Kraft frei, die einzigartig ist. Und diese einzigartige Kraft in dir kannst du nutzen für eben diese Projekte, um diese bis Ende des Jahres fertig zu bringen. Ebenso deine Gefühle, du nimmst wahr. Möchtest du auch wahrhaben? Du möchtest nicht gehen. Du möchtest, dass etwas nicht endet. Du möchtest, dass etwas für immer bleibt. Lieber Wassermann, an wem liegt das? An dir. Das ist nicht dem Zufall überlassen. Das, was du möchtest, wird sein. Und ein ganz bestimmter Stern, der ganz hell funkelt, wird dich inspirieren und führen. Es gibt zu diesem Video eine Extended-Version, eine weiterführende Version mit mehr Details, anderen Botschaften, und zwar Woche für Woche im Detail. Da gehen wir jetzt rüber. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Für die, die es nicht wissen, die Infobox ist hier die unterhalb des Videos. Also, wir sehen uns gleich dort und schauen den Ort an dem du deine Seele baumeln lassen kannst. Bis gleich. Ciao.